Hallo zusammen, ich bin Katharina. Auf diesem Kanal zeige ich, wie aus Zeitungen und Prospekten gemütliche, praktische und ungewöhnliche geflochtene Sachen entstehen. Heute stelle ich dir endlich meine wichtigsten Helfer vor, dank derer das Flechten nur Freude bereitet und keine Blasen und Enttäuschungen. Und nein, ich meine jetzt nicht unsere pelzigen Helfer, obwohl ohne ihre Kontrolle kein einziges Projekt auskommt. Ich zeige dir das Werkzeugset, zu dem ich nach 7 Jahren Praxis gekommen bin. Genau diese Helfer sind seit den letzten 3 Jahren bei mir und ich plane definitiv nicht, sie zu wechseln. Du erfährst, warum meine Schere nicht wie eine gewöhnliche aussieht, dank welcher magischen Stäbe ich Röhrchen in verschiedenen Größen drehe und ohne welche Werkzeuge und Materialien kein einziges Projekt auskommt. Dieses Video spart dir Stunden an Suche und, was nicht unwichtig ist, Budget. Denn ich zeige nur das, was ich selbst verwende und was zuverlässig funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Alles, was du sehen wirst, habe ich für dich auf Amazon gefunden und in einer praktischen Liste in der Beschreibung zusammengestellt. Du musst also nichts googeln. Klick einfach rein und wähle die Werkzeuge aus, die ich jahrelang getestet habe. Also gehen wir der Reihe nach vor. Den gesamten Prozess der Herstellung eines Produkts aus Zeitungen teile ich in 4 Hauptphasen ein. Das sind die Herstellung der Zeitungsröhrchen, deren Färbung, das eigentliche Flechten des Produkts und die abschließende Lackierung. Und für jede Phase habe ich mein über Jahre bewährtes Werkzeugset. Und wir beginnen mit dem Fundament, der Vorbereitung der Papierstreifen. Hier ist es wichtig, dass die Papierstreifen gleichmäßig sind und saubere Kanten haben. Sonst wird es schwierig, hunderte von qualitativ hochwertigen Zeitungsröhrchen zu drehen. Und hier ist mein Basistrio der Werkzeuge. Eine selbstheilende Schneidematte im Format 1, ein stabiles Lineal mit praktischem Griff und ein gewöhnliches Cuttermesser. Ich gestehe, ich habe mehr als einmal professionelle Schneidemaschinen angeschaut. Aber jedes Mal, wenn ich auf ihr astronomisches Preisschild schaue, verstehe ich, für dieses Geld kaufe ich lieber literweise Farbe für 1 Jahr im Voraus. Und das Ergebnis des geschnittenen Papiers wird dabei maximal gleichmäßig sein. Außerdem ist mein Set aus 3 Teilen, maximale Vielseitigkeit und Kompaktheit. Ich fürchte keine Papierformate, von schmalen Werbeprospekten bis zu großen Zeitungsbögen. Während günstige Schneidemaschinen diese Freiheit nicht bieten und professionelle sperrig sind und so viel kosten wie ein Flugzeugflügel. Darüber hinaus schützt die Matte den Tisch nicht nur vor dem Messer, sondern auch vor Klebertropfen. Und ihre Markierung ist eine ausgezeichnete Orientierung, wenn man einen geraden Chorboden flechten muss. Übrigens, dieses Budgetset dient mir treu und zuverlässig schon seit über 4 Jahren. Das Einzige, was ich regelmäßig wechsle und kaufe, sind nur die Klingen des Messers. Und die restlichen Werkzeuge bleiben unverändert. Ja, die Matte ist stellenweise schon nicht mehr taufrisch, sagen wir mal so, aber sie ist immer noch zuverlässig. Ehrlich gesagt habe ich eine solche Haltbarkeit nicht erwartet. Ich dachte, ich müsste sie alle 1 bis 2 Jahre erneuern, aber es stellte sich als ausgezeichnete Investition für 4 Jahre heraus. Und allem Anschein nach wird sie mir noch genauso lange dienen. Okay, das Papier ist fertig. Was kommt als nächstes? Wir gehen zur nächsten und vielleicht meiner liebsten meditativen Phase über, dem Drehen der Röhrchen. Hier habe ich auch mein unverzichtbares Trio. Eine Silikonbackmatte, einen Klebestift und natürlich mein goldenes Set an Stricknadeln. Ich gestehe ehrlich, als ich anfing, sah mein Arsenal anders aus. Ein Holzspieß und Holzleim. Ich murrte, stöhnte über jedes Röhrchen und fühlte mich wie jener schlechte Tänzer, dem immer etwas am Weg ist. Bis ich Stahlnadeln ausprobierte. Und da begann der Prozess des Röhrchensdrehens in 9 Farben zu spielen. Was ist der Unterschied? Stell dir vor, du fährst Inliner auf Asphalt und Schlittschuhe auf Eis. Das Bewegungsprinzip ist scheinbar dasselbe, aber die Empfindungen sind wie Himmel und Erde. Der Holzspieß ist wie Asphalt. Er ist nicht immer gerade. Rau und verfängt sich am Papier, wenn es nötig ist und wenn nicht. Die erste Windung darauf zu machen ist leichter, aber ihn aus dem fertigen Röhrchen herauszuziehen ein echtes Abenteuer. Manchmal verhaken sich die Holz- und Papierfasern so stark ineinander, dass sich beim Herausziehen des Holzspießes das Röhrchen wieder auflösen oder ganz verziehen kann. Die Stahlstricknadel ist dagegen wie Eis. Sie ist perfekt glatt und gerade. Die Stricknadel aus dem fertigen Röhrchen herauszuziehen, ist überhaupt kein Problem. Aber lass uns ehrlich sein. Als ich zum ersten Mal Stricknadeln in die Hand nahm, dachte ich, ich würde sofort zum
Mega super duper Profi Level 90 werden. Ich lege die Stricknadel hin und sie macht alles von selbst. Ha, weit gefehlt. An das glatte Metall muss man sich erst gewöhnen. Das Schwierigste ist die erste Windung, das Papier rutscht einfach und will sich nicht verfangen. Und hier kommt mein Retter auf die Bühne, die Silikomatte. Sie fixiert das Papier auf dem Tisch und verhindert, dass es wegrutscht, was eine bessere Kontrolle über die Stricknadel ermöglicht. Und wenn du einen kleinen Lifehack anwendest, befeuchte die Fingerspitzen leicht vor der ersten Windung. Die Haftung wird einfach ideal und die erste Windung gelingt mit Leichtigkeit. Und ein angenehmer Bonus, diese Silikon-Backmatte ist unglaublich pflegeleicht. Spuren von Druckfarbe abzuwaschen ist kinderleicht. Jetzt zum Kleber. Objektiv gesehen gilt Holstein mit der Kennzeichnung D2 oder D3 als die zuverlässigste Variante. Er hält wirklich bombenfest und ist feuchtigkeitsbeständig. Aber ich habe mich für einen hochwertigen Klebestift entschieden. Warum? Der Grund ist lächerlich banal, ich mag es einfach nicht, wenn die Hände voller Kleber sind. Flüssiger Kleber läuft beim Drehen unweigerlich auf die Finger. 1 oder 2 Röhrchen und die Hände sind schon klebrig. Um 100 Röhrchen zu drehen, musste ich dutzende Male zum Waschbecken laufen und diese klebrige Schicht abwaschen. Das trocknet die Haut furchtbar aus und kostet Zeit. Mit dem Kleberstift ist alles anders und ja, er hält die Zeitungsröhrchen beim Färben ausreichend zuverlässig, aber das Wichtigste, die Hände bleiben viel länger sauber. Achte nur darauf, dass auf dem Etikett steht, dass der Kleber feuchtigkeitsbeständig ist. Okay, die Röhrchen sind gedreht. Jetzt ist es an der Zeit, ihnen etwas Farbe zu verleihen. Beginnt zur wohl schmutzigsten Phase über, dem Färben. Hier fließt die Farbe in Strömen, die Röhrchen neigen dazu zusammenzukleben und der freie Platz im Raum verschwindet vor den Augen. Deshalb basiert mein Set für diese Phase auf 4 Säulen: Schutz, Komfort, Geschwindigkeit und natürlich vernünftige Sparsamkeit. Erstens eine dicke Bauplane. Mein Rat: nimm eine, die dicker ist. Dann wird sie dir jahrelang dienen. Übrigens, meine Plane ist jetzt im 7. Jahr. Ja, sie ist überhaupt nicht Instagram-tauglich und sieht aus wie die Leinwand eines Abstraktionisten, aber solange sie meinen Tisch rettet, warum sollte ich sie wechseln? Aber eine Plane allein reicht nicht. Ich rate dir von ganzem Herzen, dir Haustierwindeln zuzulegen. Ich habe angefangen, sie vor etwa 4 Jahren nach einem Vorfall zu verwenden. Einmal floss die Farbe nach den Gesetzen der Physik verräterisch vom Tisch direkt auf den Boden. Ich habe dieses Wunder nur mit Hilfe von Gebeten und irgendeiner Magie weggewaschen. Seitdem Windeln als zusätzlicher Schutz vor allen möglichen Tropfern. Sie saugen alles Überschüssige hervorragend auf und lassen die Farbe nicht weiter vom Tisch weglaufen. Und ja, ich verwende sie mehrfach, getrocknet und wieder im Einsatz. Jetzt zum Handschutz. Vernachlässige das nicht. Ja, die Farbe lässt sich leicht abwaschen, aber ständiger und langer Kontakt mit Farbe trocknet die Haut aus. Also fordere das Schicksal nicht heraus, schone deine Hände, denn sie schaffen Schönheit. Alle Handschuhe sind geeignet. Gummi, Latex, Vinyl, Nitril. Mir persönlich sind Vinyl- oder Nitril-Handschuhe am angenehmsten. In ihnen spüre ich jedes Röhrchen und bemerke nicht nur visuell, sondern auch taktil, wenn sie anfangen zusammenzukleben. Und jetzt sprechen wir darüber, wo man den Prozess beschleunigen und wirklich sowohl finanziell als auch räumlich sparen kann. Nämlich über Wannen zum Färben. Eigentlich kann man mit verschiedenen Methoden färben, ob mit der Tauchmethode wie ich oder mit gewöhnlichen Pinseln. Für mich persönlich ist es viel einfacher und schneller, Röhrchen mit der Tauchmethode zu färben. So werden in ein paar Sekunden gleichmäßig gleich hunderte Röhrchen gefärbt. Aber dafür braucht man so etwas wie eine Wanne zum Eintauchen der Röhrchen. Und hier kann man wirklich sparen. Schau auf Flohmärkten, Märkten, Garagenverkäufen, Secondhand-Läden oder auf Online-Plattformen mit gebrauchten Waren vorbei. Als Behälter zum Färben eignet sich alles Mögliche. Eine Kunststoffschale wie bei mir, ein Balkonblumenkasten ohne Löcher, eine Katzentoilette, ein altes Backblech oder ein Tablet. Das Hauptkriterium, dass deine Röhrchen der Länge nach hineinpassen und etwas Höhenreserve vorhanden ist. Nach dem ersten Färben wird jede neue Wanne Designer, also warum zu viel bezahlen? Dasselbe gilt für die Trocknung.
Die ideale Variante ein mehrstöckiger Wäscheständer oder ein Schuhregal. Übrigens die Gitter, auf denen ich die nassen Röhrchen direkt nach dem Bad auslege, sind genau Teile eines alten kaputten Schuhregals, das ich kostenlos bekommen habe. Und zum endgültigen Nachttrocknen verwende ich kompakte Schuhregale. Sie nehmen minimal Platz ein, fassen Berge von Material und das Wichtigste, sie lassen Luft von allen Seiten durch. Und natürlich brauchen wir zum Färben der Röhrchen die Farben selbst. Offensichtlich. Hier ist die Auswahl einfach endlos. Ich habe meine Favoriten, die ich schon seit Jahren verwende, aber ich kann mich auch nicht von neuen Experimenten zurückhalten. Und all meine gelungenen und nicht so gelungenen Experimente teile ich in einer separaten, exklusiven Playlist Färberezepte. Zugang zu diesen geheimen Zutaten ist für meine Sponsoren der Stufe Exklusiver Club geöffnet. Wenn du einzigartige Tutorials erhalten und den Kanal finanziell unterstützen möchtest, klick auf den Button Mitglied werden direkt unter diesem oder jedem anderen Video. Aber wenn du noch nicht bereit bist, deine Likes, Kommentare und ein normales Abonnement helfen nicht weniger. Danke für jede Unterstützung! Und wir gehen weiter und kommen endlich zur kreativsten Phase, dem Flechten. Hier spielt die Qualität der Werkzeuge eine sehr große Rolle. Mein Rat? In dieser Phase sollte man besser nicht sparen, damit der Prozess reibungslos verläuft und deine Hände dir Danke sagen. Ich habe Berge von Varianten, Alternativen ausprobiert. Und heute passt mein gesamtes notwendigstes Minimum in einen kleinen Eimer. Und das wichtigste Werkzeug ist natürlich die Schere. Wenn du schon mein Tutorial über die Verlängerung von Zeitungsröhrchen gesehen hast, dann weißt du sicherlich, dass sich dieser Prozess bei einem Produkt hunderte, wenn nicht tausende Male wiederholt. Und ohne Schere wird es praktisch unmöglich sein, die Länge der Röhrchen fest, schnell und leicht zu verlängern. Ich habe sehr unterschiedliche Scherenvarianten ausprobiert: Büro, Maniküre, Friseurscheren. Das Ergebnis ist dasselbe: Blasen, Dellen an den Fingern und Schmerzen. Bis ich zufällig auf diese Gartenschere für dünne Zweige gestoßen bin. Und das ist logisch. Unsere Zeitungsröhrchen ähneln sehr dünnen Zweigen oder Weidenruten. Und diese Schere schneidet sie in Sekundenschnelle und ohne Anstrengung. Ich rate, ein professionelles Werkzeug von einer guten Marke zu nehmen, vorzugsweise zerlegbar. So ist es einfacher, es vom Kleber zu reinigen und bei Bedarf neu zu schärfen. Ich sage ehrlich, nach 1,5 Jahren intensiver Nutzung ist das Einzige, was bei meiner Schere kaputt gegangen ist, der Plastikverschluss. Aber das hat die Arbeit überhaupt nicht beeinflusst, die Schnitte sind immer noch genauso sauber und gerade. Darüber hinaus habe ich mir vor kurzem ein zweites Paar gekauft, genau dasselbe, einfach um saubere und scharfe Ersatzscheren zur Hand zu haben und meinen Mann nicht mit Bitten um dringendes Schärfen mitten im Flechtprozess zu nerven. Weiter, Kleber zum Verlängern. Hier ist es wichtig, dass der Kleber beim Verlängern gut gleitet, mäßig schnell trocknet und die Röhrchen bombenfest verklebt. Meine Wahl, dieser Universalkleber. Aber Achtung, nimm genau den mit schwarzem Deckel. Der mit dem grünen trocknet verräterisch langsam und die Röhrchen rutschen ständig heraus, sobald man nur ein bisschen zieht. Ich habe auch eine komplizierte Beziehung mit Sekundenkleber. Wir sind keine Freunde geworden. Er neigt immer dazu, meine Finger zusammenzukleben. Aber manchmal geht es nicht ohne ihn. Mein Rat: Verwende ihn äußerst vorsichtig und nur in den äußersten Notfällen. Der nächste unverzichtbare Helfer: die Ahle. Früher habe ich eine dicke Stricknadel ab 4 mm verwendet, aber die Ahle gewinnt auf allen Fronten. Ihre konische Form teilt das Geflecht ideal, ob für den Randabschluss, ob zum Hinzufügen neuer Röhrchen, ob zum Anbringen von Griffen. Sie kommt dorthin, wo die Stricknadel einfach nicht hinkommt. Manchmal verwende ich auch Seitenschneider. Die habe ich für den Fall, wenn man massenhaft viele Röhrchen oder gleich ein Bündel Röhrchen abschneiden muss. Mit der Gartenschere ein Bündel Röhrchen zu schneiden ist trotzdem schwer und langwierig, aber mit dem Seitenschneider, zack und fertig. Schnell und ohne Anstrengung. Und natürlich meine Geheimagenten, die oft aushelfen. Kinderbaukasten, die beste und vielseitigste Form zum Flechten rechteckiger Körbe. Drehbares Brett, Rettungsring beim Flechten von Wänden und runden Böden. Du drehst und musst das Produkt nicht ständig hin und her schieben. Gewichte Hantelscheiben zu 1,5 und 3 Kilogramm, kompakt, schwer, halten das Produkt, damit es nicht verrutscht. Und mein Liebling für Perfektionisten, das Lasernivelliergerät. Du schaltest sie irgendwo seitlich ein
Und die Strahlen zeigen gnadenlos jede, selbst millimeterkleine Schieflage. Und zum Fixieren der Röhrchen beim Flechten von viereckigen Böden oder großen runden Grundlagen habe ich kürzlich Styrodur-Schaumstoff für mich entdeckt. In ihn lassen sich sehr leicht Stecknadeln stecken, um die Röhrchen in der gewünschten Position zu fixieren. Das stellte sich als viel bequemer heraus, als die Röhrchen mit Klebeband zu befestigen. Natürlich muss man beim Flechten oft improvisieren. Alles, was einem in die Hände fällt, wird verwendet, um Formen oder Dekorationen zu schaffen. Hier ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und wir gehen zur Zielgeraden der Lackierung, damit unsere Körbe lange leben und nichts fürchten. Das Werkzeug hier dupliziert fast die Färbephase, derselbe Tischschutz, dieselben Handschuhe und Wannen. Aber es kommen die Hauptakteure hinzu: Pinsel. Mein Rat: Es ist besser, ein Set verschiedener Formen und Größen von Pinseln zur Hand zu haben. Denn Projekte sind unterschiedlich. Irgendwo braucht man einen breiten Pinsel für Geschwindigkeit und irgendwo einen dünnen, um jeden Millimeter zu streichen. Wenn das Produkt vollständig getränkt ist, muss es vollständig getrocknet werden. Um keine wertvollen Milliliter Lacklösung zu verlieren, verwende ich Gartenmetallstützen. Auf sie stelle ich das Produkt und überschüssiger Lack fließt zurück in die Wanne. Wenn der Lack aufhört, intensiv zu tropfen, vergiss nicht, die Reste zurück in die Flasche zu gießen, um ihn für neue Projekte zu verwenden. Minimaler Abfall! Das war's. Das war meine Liste der nützlichsten und bequemsten Werkzeuge, die ich über 7 Jahre des Flechtens von Körben aus Zeitungen Stück für Stück zusammengetragen habe. Und in den letzten etwa 3 Jahren bleibt genau dieses Werkzeugset bei mir unverändert. Natürlich ist es nicht zwingend notwendig, gleich alles auf einmal zu haben, um Schönheit und Gemütlichkeit zu schaffen, aber mit solchen Helfern bringt der Prozess wirklich maximale Freude, Komfort und Qualität. Ich erinnere daran, dass ich die gesamte Liste der Links zu diesen Produkten liebevoll in der Beschreibung unter dem Video zusammengestellt habe. Du musst nicht suchen, klick einfach und stelle dein ideales Set zusammen. Und jetzt bist du dran. Schreib in die Kommentare, was ist dein ungewöhnlichstes oder liebstes Werkzeug zum Flechten? Vielleicht verwendest du ein Nudelholz oder ein besonderes Lego-Teil? Ich bin wahnsinnig neugierig, von deinen Entdeckungen zu erfahren. Wenn dieses Video dir Zeit gespart hat, gib einen Like und abonniere den Kanal, um keine neuen nützlichen Tutorials zu verpassen. Und während deine Werkzeuge zu dir unterwegs sind, empfehle ich dir, auch meine anderen Videos anzuschauen. Schaffe mit Freude! Bis zum nächsten Video. Tschüss!